Meine Damen und Herren, willkommen. In diesem Video sprechen wir über den Cao-Dai-Glauben, eine Religion, die davon ausgeht, dass alle Glaubensrichtungen eigentlich denselben Weg verfolgen, während die Menschen sich weigern, dies zu verstehen. Die Atmosphäre im Vietnam des frühen 20. Jahrhunderts war von einer stillen Unruhe erfüllt. Von außen betrachtet floss das Alltagsleben weiter. Die morgendliche Hektik auf den Märkten, der Duft von Räucherwerk, der zu den Tempeln getragen wurde, die Rufe der Händler in den engen Gassen. Doch hinter all diesen Bildern lag eine tiefe innere Leere. Eine Leere, deren Namen niemand wirklich kannte. Sie ermüdete die Menschen nicht, aber sie zwang sie ständig zum Nachdenken. Vietnam litt in dieser Zeit nicht nur unter politischem Druck. Die Menschen fragten sich zunehmend, wer sie eigentlich waren. Auf der einen Seite standen die alten Traditionen, Konfuzianismus, Taoismus und der Mahayana-Buddhismus, die seit Jahrhunderten nebeneinander existierten. Auf der anderen Seite stand die koloniale Ordnung mit ihren neuen Regeln, neuen Gewohnheiten und neuen Sichtweisen. Nichts verschwand völlig, aber nichts herrschte vollkommen. Alles stützte sich aufeinander und dennoch verstummte die Frage im Inneren nicht: Wo gehöre ich hin? Diese innere Risslinie wuchs mit der Zeit. Selbst die Ältesten in den Dörfern konnten die Distanz zwischen Vergangenheit und Gegenwart kaum noch überbrücken. Die Jugend fühlte sich eingeengt zwischen der Schwere der Traditionen und den Versprechungen der modernen Welt. Weder das Alte erfüllte sie wirklich, noch gab das Neue ihnen Sicherheit. Diese Unentschlossenheit erzeugte eine unsichtbare Müdigkeit im Herzen der Gesellschaft. Die Menschen wollten nicht länger nur beten, sie wollten verstehen. Fragen zu stellen wurde zu einem Bedürfnis. Spirituelle Themen bewegten sich von Haus zu Haus und fanden ihren Platz in Gesprächen. Manche glaubten an Botschaften in Träumen, andere versuchten ihr Schicksal zu deuten. Und so mancher, der nachts allein war, blickte in den dunklen Himmel und lauschte der Stille in sich selbst. Alle stellten dieselben Fragen, nur mit anderen Worten: Warum bin ich hier? Gibt es eine unsichtbare Ordnung, die das Leben lenkt? Trägt der Mensch mehr in sich, als er sieht? Der koloniale Druck war nicht nur politisch, er verdunkelte auch die Seelen. Je stärker die kulturelle Belastung wurde, desto mehr sehnten sich die Menschen nach ihren eigenen Wurzeln. Viele empfanden diese verworrene Zeit wie eine Prüfung. Jeder äußere Druck zog das Innere tiefer, schuf Widerstand, schuf Suche. Der Spirit des Ostens und die neuen Gedanken des Westens bewegten sich nun gleichzeitig durch die Straßen und öffneten unbemerkt neue Türen in den Köpfen. Immer mehr Menschen sehnten sich nicht nur nach einem Glauben, sondern nach Orientierung. Sie wollten ein Weltbild, das das Chaos des Lebens ordnen konnte. Die alten Lehren erklärten immer nur Teile des Ganzen, doch niemand bot ein vollständiges Bild. Diese Lücke wurde zunehmend spürbar. In manchen Nächten sprachen Familien in den Dörfern, während sie dem Regen lauschten, über die Veränderungen des Lebens. In den Städten blieben Menschen für einen kurzen Moment stehen, um in sich selbst zu schauen, als würden alle denselben Traum sehen, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und in diesem Traum lag ein gemeinsames Gefühl: Die Welt zerfiel nicht, aber die Menschen fühlten sich zerrissen. Diese stille Suche formte sich langsam zu einem kollektiven Bedürfnis. Und genau in diesem Zustand entstand der Cao-Dai-Glaube. Nicht um eine Leere zu füllen, sondern um ein Gefühl sichtbar zu machen, das bereits in allen lebte. Sozialer Druck, kulturelle Verwirrung, spiritueller Hunger und Identitätssuche. All das verschmolz und ließ im Inneren der Gesellschaft einen neuen Samen entstehen. Den Wunsch, die einzelnen Teile verschiedener Glaubensrichtungen zu einem Ganzen zu verbinden. Niemand sprach laut darüber, aber alle blickten in dieselbe Richtung.
Sie suchten eine Antwort. Die Entstehung des Chaodaismus war keine Explosion. Sie war ein leiser, wachsender Impuls. Diese stille Bewegung im Inneren der Gesellschaft begann schließlich nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen zu erreichen. Denn zum ersten Mal fühlten sich die Menschen nicht mehr allein. Sie bemerkten, dass ihre eigene Suche auch in anderen existierte. Und genau diese Erkenntnis öffnete die Tür zu einer neuen Lehre. Viele Menschen spürten damals nicht nur die Müdigkeit ihres Körpers, sondern auch die Erschöpfung ihres Geistes. Und genau bu dönemde bazı insanların yaşamında açıklaması güç anlar yaşanmaya başladı. Das eindrücklichste Beispiel dafür wurde durch den jungen Beamten Ngo Von Chieu bekannt. Er war ein ruhiger Mensch, selbst inmitten des Chaos jener Zeit. Tagsüber arbeitete er als einfacher Staatsangestellter, nachts meditierte er allein in seinem kleinen Zimmer. Nach außen hin wirkte er gewöhnlich, doch in seiner Stille lag eine ungewöhnliche Tiefe. Sein Geist kreiste immer wieder um dieselbe Frage: Kann der Mensch die Macht, die sein Schicksal lenkt, nur spüren, oder kann er mit ihr in Kontakt treten? Eines Nachts spürte er während der Meditation eine seltsame Verdichtung in der Luft. Das Licht der Öllampe flackerte, die Schatten an der Wand begannen sich langsam zu verändern. In diesem Moment tauchte in seinem Bewusstsein ein Gedanke auf, der nicht wie eine innere Stimme klang. Es war, als käme ein Echo von außen und fülle den leeren Raum in seinem Inneren. Er verspürte keine Angst, im Gegenteil, er hatte das Gefühl, dass er dieser Begegnung schon lange entgegengewartet hatte. Die erste Botschaft war kurz, aber bedeutungsvoll. Wer bereit ist, wird hören. Ngo Van Chieu wusste, dass das keine Einbildung war. Die Botschaft entsprang nicht seinem eigenen Denken. Sie wirkte wie der ruhige Nachhall einer größeren Quelle. Die Kontakte setzten sich über mehrere Nächte hinweg fort. Jedes Mal wurde das Gefühl klarer und die innere Ausrichtung stärker. Für ihn war das kein Inspirationserlebnis, sondern ein Erwachen. Der gewöhnliche Beamte wurde zum Mittelpunkt einer spirituellen Berührung. Die Botschaften enthielten keinerlei Befehle, keine Rituale wurden gefordert, keine Angst wurde erzeugt. Einzig die Idee wurde vermittelt, dass es jenseits der sichtbaren Welt eine größere Ordnung gibt. Eine Ordnung, die sich für jede ehrliche innere Absicht öffnet. Diese Begegnungen veränderten nicht nur Ngo Van Chieus Innenwelt, sondern seine gesamte Wahrnehmung des Lebens. Er verstand, das Unsichtbare ist eine Tür, die sich nach innen öffnet. Bald zeigte sich diese Verbindung in einem Symbol, im allsehenden, göttlichen Auge. Dieses Auge erschien nicht als Bedrohung, sondern als Quelle der Bewusstheit. Es sah die Verbindungen, die Menschen nicht erkennen konnten, und erinnerte die Seelen an ihre Richtung. Das Licht im Inneren dieses Auges weckte eine Weisheit, die sowohl irdisch als auch jenseitig wirkte. Dieses Symbol sollte später zum Herz des Chaodaismus werden. Anfangs wurden Ngo Van Chieus Erlebnisse nur in seinem unmittelbaren Umfeld erzählt. Doch mit der Zeit berichteten auch andere Menschen von ähnlichen Erfahrungen. Manche erzählten, sie hätten im Traum ein Licht berührt. Andere beschrieben ein unerklärliches Gefühl von Frieden, das sie in stillen Momenten überkam. Niemand versuchte, diese Erfahrungen zu beweisen, denn sie wiesen nicht auf einen Beweis hin, sondern auf eine Öffnung, nicht auf ein Geheimnis, sondern auf Klarheit. Alle Berichte hatten eines gemeinsam: Die Quelle wirkte nicht strafend, sondern führend. Diese Erzählungen weckten das Interesse vieler junger Menschen in den Städten. Einige sahen darin einen spirituellen Ruf, andere hielten es für eine gemeinsame Erfahrung jener, die inneren Frieden suchten. Wieder andere glaubten, diese Kontakte seien eine geistige Antwort auf die gesellschaftliche Enge jener Zeit.
So unterschiedlich die Interpretationen auch waren, der Kern blieb derselbe. Die Menschen fühlten, dass sie mit einer unsichtbaren Ordnung in Verbindung treten konnten. Zu dieser Zeit verbreitete sich der Spiritismus weltweit. In Europa fanden Seancen statt und neue Ideen reisten bis nach Asien. Auch in Vietnam wurde dieser Trend spürbar. Doch Caodaism unterschied sich grundlegend von westlichem Spiritismus. Hier ging es nicht darum, bloß mit Geistern Kontakt aufzunehmen, sondern eine universelle Ordnung zu verstehen. Ngowan Chiew wusste, dass seine Erfahrungen Teil seiner persönlichen Reise waren. Doch zugleich spürte er, dass sie nicht nur ihm galten. Diese Begegnungen wirkten wie eine Antwort auf die innere Suche der gesamten Gesellschaft. Was in einer einzelnen Seele begann, verwandelte sich langsam in einen spirituellen Rahmen für ein wachsendes Kollektiv. So nahm ein Glaubenssystem Gestalt an, dessen Namen damals noch niemand kannte, doch dessen Wurzeln bereits tief in vielen Herzen lagen. In den Jahren, in denen sich der Caodaismus zu formen begann, stand Vietnam nicht nur unter politischem Druck. Auch kulturell befand sich das Land in einer Übergangsphase. Jahrhundertelang hatte der Konfuzianismus die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung gebildet. Der Taoismus lehrte, den Fluss des Lebens zu verstehen, und der Mahayana-Buddhismus diente jenen als Wegweiser, die das Wesen des Leidens erkennen wollten. Diese drei Traditionen hatten sich tief im Denkraum der Bevölkerung verwurzelt. Doch mit der Zeit begannen sich die Fragen zu verändern, auf die diese Lehren einst Antworten gegeben hatten. Viele Menschen suchten nun nicht mehr nur nach Regeln, denen man folgen sollte, sondern nach einem Sinn, der ihr gesamtes Leben erhält. Der Konfuzianismus bot gesellschaftliche Orientierung, füllte jedoch die spirituelle Lehre nicht. Der Taoismus erklärte die Harmonie mit der Natur, konnte aber die soziale Unruhe nicht vollständig deuten. Der Buddhismus öffnete die Tür zur inneren Wandlung, ließ jedoch manchmal offen, wie der Mensch sich gleichzeitig zur Welt verhalten sollte. Die Menschen wollten diese drei Wege nicht länger getrennt sehen, sondern als ein Ganzes begreifen. Genau deshalb betrachteten die Begründer des Caodaismus die neue Religion nicht als künstliche Synthese, sondern als natürliche Vereinigung dreier Wege, die längst im Inneren der Gesellschaft existierten. Für sie konnte ein einziges Lehrsystem das menschliche Leben nicht vollständig erklären, denn Denken, Körper und Seele bewegten sich in drei verschiedenen Richtungen. Diese Richtungen mussten sich in einem gemeinsamen Rahmen verbinden. Auf dieser Idee ruhte das Fundament des Caodaismus. Die Brücke zwischen den Lehren war nicht nur philosophischer Natur, sie sollte auch das tägliche Leben ordnen. Der konfuzianische Wert der Familie wurde zu einer moralischen Grundlage. Der taoistische Gedanke der Harmonie verwandelte sich in ein Prinzip, das die geistige Ordnung des Universums beschrieb. Die buddhistische Entschlossenheit wurde zum Kern der inneren Wandlung. Diese Verbindung war dem vietnamesischen Volk nicht fremd, denn diese drei Wege hatten bereits seit Jahrhunderten nebeneinander existiert. Caodaism verwandelte sie lediglich in eine gemeinsame Melodie, doch die neue Lehre blieb nicht auf die Traditionen des Ostens beschränkt. Junge Menschen, die an ausländischen Schulen ausgebildet worden waren, kannten inzwischen die spirituellen Strömungen des Westens. Spiritismus, telepathische Experimente, mediale Sitzungen und der Versuch, mit dem Unsichtbaren in Kontakt zu treten. Während der Westen die Tür zum Unbekannten gerade erst öffnete, kannten die östlichen Traditionen die Stille dahinter bereits seit Jahrhunderten. Der Caodaismus entschied sich dafür, beide Richtungen zu verbinden. Spiritueller Kontakt wurde so zu einer zentralen Methode, doch nicht, um Geister zu rufen, sondern um die intuitive Wahrnehmung des Unsichtbaren zu stärken.
Mediale Sitzungen galten als Mittel, das innere Erleben des Menschen zu öffnen. Die Botschaften wurden nicht als strenge Gebote verstanden, sondern als kollektiver Fluss von Erkenntnissen. Der technische Forschergeist des Westens und die stille Innenschau des Ostens fanden so am selben Tisch zusammen. Diese Verbindung machte den Chaodaismus einzigartig. Er ähnelte keinem einzelnen Glaubenssystem, und doch trug er Elemente aus allen in sich. Diese Teile waren jedoch nicht zufällig gesammelt. Sie dienten nur einem Zweck. Der Mensch sollte das Unsichtbare nicht nur fühlen, sondern verstehen können. Denn die Wahrheit war größer, als dass sie durch ein einziges Fenster gesehen werden konnte. Die Gemeinschaft rund um diese Lehre wuchs immer weiter. Die Menschen suchten nicht bloß eine neue Religion, sie suchten eine Möglichkeit, das Universum aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Für sie floss Weisheit nicht aus einer einzigen Quelle, sondern aus vielen Flüssen zugleich. Dort, wo diese Flüsse zusammenkamen, entstand klareres Wasser. Dieser Gedanke wurde zu einer der Hauptadern des Chaodaismus. Die Lehre unterschied sich von Systemen, die die Welt nur über eine einzige Wahrheit erklären wollten. Sie behauptete nicht, dass Menschen nur einem Weg folgen müssten. Im Gegenteil, sie akzeptierte, dass jeder Weg eine eigene Wahrheit trug und dass in der Vereinigung dieser Wahrheiten ein größerer Sinn entstand. Das war eine mutige Perspektive in einer Zeit politischer und sozialer Unruhe, denn die Menschen suchten keinen weiteren Zaun, sie suchten einen Horizont. So wurde der Chaodaismus nicht nur eine spirituelle Bewegung, sondern ein Rahmen, in dem Menschen sich selbst und die Welt neu deuten konnten. Jeder konnte seinem eigenen Weg folgen und doch im selben Mittelpunkt zusammenfinden. Gerade dieses Prinzip machte die Lehre mit der Zeit so unverwechselbar. Während sich der Chaodaismus weiterentwickelte, begnügte er sich nicht damit, nur ein gedankliches System zu formen. Die Lehre entwickelte bestimmte Rituale, Symbole und alltägliche Praktiken, um die Verbindung zum Unsichtbaren in das weltliche Leben zu tragen. Diese Praktiken waren keine Gebote, sondern Wege, die dem Menschen helfen sollten, sein inneres Gleichgewicht zu finden. Denn im Chaodaismus führt der Weg zur Wahrheit zuerst über die Ordnung, die der Mensch in sich selbst erkennt. Ein grundlegender Schritt dieser inneren Ordnung war das Prinzip des zentralen Gleichgewichts. Der Mensch konnte weder völlig den weltlichen Begierden folgen, noch sich vollständig in die geistige Welt zurückziehen. Das Leben war, so die Lehre, eine Brücke zwischen beiden Richtungen. Und was diese Brücke stabil hielt, waren die Rituale des Alltags, schlichte, nicht komplizierte Anwendungen, die den Menschen an seinen inneren Mittelpunkt erinnerten. Die stillen Sitzungen zu bestimmten Tageszeiten sollten den Geist von der Last der äußeren Welt befreien. Diese Stille schuf im Chaodaismus einen heiligen Raum, denn Stille bedeutete nicht nur die Abwesenheit äußerer Geräusche, sondern eine Schwelle, an der die innere Welt hörbar wurde. In diesem Zustand versuchte man nicht, Gedanken zu verdrängen, man beobachtete ihren Fluss. Das Ziel war nicht, den Geist zum Schweigen zu bringen, sondern seine Natur zu verstehen. Die Lehre nannte diesen Zustand geistige Klarheit. Die gemeinsamen Rituale in den Tempeln öffneten einen Raum, der über die individuelle Stille hinausging. Die weite, hohe und symmetrische Architektur der Tempel symbolisierte einen Punkt der Harmonie, der die innere Unruhe des Menschen ordnete. Auch die Verwendung von Symbolen war kein Zufall. Motivkombinationen, die die Vereinigung der 3 großen Wege darstellten, fanden sich an Wänden, Säulen und in Zeremonialkleidern wieder. Jedes Motiv trug die Spur einer Tradition und stärkte so das gemeinsame Gedächtnis der Gemeinschaft. Zu den bemerkenswertesten Ritualen gehörten die gemeinsamen Lesesitzungen,
Aus verschiedenen Schriften ausgewählte Passagen wurden zusammengetragen, und niemand betrachtete sie als absolute Wahrheit einer einzigen Lehre. Entscheidend war nicht die Autorität des Textes, sondern der Gedanke, den er im Menschen auslöste. Während dieser Sitzungen teilte die Gemeinschaft eine stille Versenkung und jeder begegnete den Fragen, die in seinem eigenen Inneren aufstiegen. Im Chaodaismus entsteht die Bedeutung eines Textes durch die persönliche Wahrnehmung des Einzelnen. Daher schränkt die Lehre sich nicht auf ein einziges Buch ein, sondern lässt Raum für Intuition. Auch Musik und Rhythmus spielten eine wichtige Rolle. Die weichen Klänge der Instrumente waren nicht bloß Begleitung, sondern eine Schwingung, die im Inneren des Menschen Harmonie erzeugte. Selbst die Pausen zwischen den Melodien galten als Teil des Rituals, denn nach der Lehre lernt der Mensch, ebenso aus der Stille wie aus dem Klang. Beide zusammen bildeten eine Einheit, die das geistige Gleichgewicht spürbarer machte. Das soziale Leben der Gemeinschaft formte sich ebenfalls um diese geistige Ordnung. Chaodaismus fordert keine passive Güte, er fördert eine aktive Verantwortung. Der Respekt, den Menschen einander zeigen, gilt nicht nur als soziale Pflicht, sondern als Bestandteil der geistigen Entwicklung. Das Verhalten eines Einzelnen wirkt nicht nur auf ihn selbst, sondern auch auf die Energie, die er in seinem Umfeld erzeugt. Deshalb beruhte das Gemeinschaftsleben auf Achtsamkeit, Höflichkeit und bewusster Kommunikation. Die Lehre fordert auch nicht, dass die materielle Welt vollständig verlassen wird. Arbeiten, schaffen, Verantwortung im Alltag übernehmen. All dies hat im Chaodaismus einen hohen Stellenwert. Doch diese Pflichten gelten nicht als Last, sondern als natürliche Schritte auf dem Weg zu innerem Gleichgewicht. Es geht nicht darum, die Welt zu meiden, sondern sie bewusster zu leben. Diese Perspektive stärkte die praktische Seite der Lehre und erleichterte ihre Verankerung im sozialen Leben. Auch spirituelle Beratung hat in der Gemeinschaft eine bedeutende Rolle. Da jeder Mensch eine eigene innere Reise hat, werden Anleitungen nicht durch strenge Regeln vermittelt. Wer mit inneren Fragen zu einem Mentor geht, erhält keine starren Antworten. Stattdessen wird die Frage erweitert, sodass der Suchende eine größere Perspektive gewinnt. Die Lehre möchte nicht Antworten aufzwingen, sondern dem Menschen helfen, seine eigenen Antworten zu entdecken. All diese Ansätze machten den Chaodaismus zu einer sowohl mystischen als auch alltagstauglichen Lehre. Die Menschen sahen die Rituale nicht als Pflicht, sondern als Werkzeuge ihrer inneren Wandlung. Jeder Moment der Stille, jedes Ritual, jedes Gespräch führte sie ein Stück näher zu sich selbst. So wurde der Chaodaismus nicht nur zu einer Religion, sondern zu einem Weg der inneren Ordnung und der persönlichen Entdeckung. Die Region, in der sich der Chaodaismus formte, wurde im Laufe der Zeit Zeuge großer Veränderungen. Der Druck der Kolonialzeit, die Zerstörung durch Kriege, die Brüche politischer Umbrüche. In all diesen Phasen bewahrte die Lehre nicht nur ihr Bestehen, sondern passte sich auch neuen Bedingungen an und gewann so eine andere Gestalt. Denn im Zentrum des Chaodaismus steht keine starre Form, sondern das menschliche Bedürfnis, eine sich verändernde Welt zu verstehen. Und genau dieses Bedürfnis wurde in der Moderne noch deutlicher. Die Komplexität der modernen Welt legte eine neue Art von Last auf die Menschen. Eine Last, die sich von den alten Stammeskonflikten völlig unterschied. Traditionelle Autoritäten verloren an Gewicht, die Fähigkeit des Individuums, Entscheidungen zu treffen, wuchs und der Informationsfluss wurde nahezu grenzenlos schnell. In dieser neuen Ordnung hatten die Menschen nicht nur materielle Probleme, sondern auch einen Verlust an Orientierung, einen Mangel an Sinn
und den Druck widersprüchlicher Werte. Hier fand der Chaodaismus einen neuen Anklang, denn die Lehre setzt nicht auf äußere Führung, sondern auf die innere Orientierung des Menschen. Ein ruhiger Boden inmitten der Unruhe des modernen Lebens. Die verbindende Struktur der Lehre gewann in dieser Phase noch mehr Bedeutung. Der Chaodaismus definiert sich nicht durch die Grenzen einer einzelnen Kultur. Er bringt verschiedene Traditionen zusammen und schafft so eine gemeinsame Perspektive. Damit spricht er direkt die vielschichtige Identität des modernen Menschen an. Nach der Lehre kann keine Religion, keine Philosophie, keine einzelne Gestalt alle Fragen der Menschheit beantworten, aber jede zeigt einen anderen Aspekt derselben Wahrheit. Diese Sichtweise wirkt heute wie eine leise, aber starke Brücke gegen die zunehmenden Spaltungen der Welt. Auch die soziale Struktur des Chaodaismus wandelte sich und wurde inklusiver. Traditionelle Hierarchien wurden an die Bedürfnisse moderner Gesellschaften angepasst. Viele Gläubige sahen die Lehre nun als festen Bestandteil ihres Alltags. Rituale nahmen eine schlichtere Form an. In den Tempeln versammeln sich heute nicht mehr nur vietnamesische Gemeinschaften, sondern Menschen aus vielen Ländern der Welt. Jeder findet in der Lehre einen eigenen Zugang. Manche suchen Ruhe in der Stille, andere sehen Tiefe in den symbolischen Formen, wieder andere bewundern das harmonische Zusammenspiel verschiedener Traditionen. Diese Erweiterung machte den Chaodaismus zu mehr als einer Religion, zu einem Raum der kulturellen Begegnung. Was die Menschen miteinander verbindet, ist nicht die Sprache, sondern ihre gemeinsame Suche. Diese Suche hebt äußere Grenzen auf und führt den Menschen wieder zu sich selbst zurück. Die Lehre ermutigt dazu, die eigene Gedankenwelt zu erkennen, auf die eigenen Entscheidungen zu hören und das innere Gleichgewicht zu finden. Damit nimmt der Chaodaismus in der modernen spirituellen Landschaft einen einzigartigen Platz ein. Auch der Blick der Lehre auf die Zukunft schöpft Kraft aus dieser Flexibilität. Der Chaodaismus betrachtet die Zukunft nicht als unveränderliches Schicksal, sondern als Weg, der durch menschliche Entscheidungen entsteht. Während moderne Menschen mit Technologie, Urbanisierung, Umweltkrisen und rasch wechselnden Werten kämpfen, erinnert die Lehre an eine zentrale Frage: Wo liegt wahre Entwicklung? Sie betont, dass Entwicklung nicht nur im Außen geschieht, sondern vor allem in der Art, wie der Mensch seinen Geist führt. Das schafft eine reifere Haltung, sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. In seiner Tiefe ist der Chaodaismus eine Lehre, die den Menschen an seine Verantwortung erinnert, seine eigene Zukunft zu gestalten. Er sieht die Grenzen, die die Menschheit trennt, nicht als endgültig, sondern als vorübergehend. Er lehrt, dass Verstehen mehr bewirkt als Ablehnung und dass Verbundenheit eine harmonischere Schwingung hinterlässt als Spaltung. Diese Sichtweise bietet der harten Polarisierung der modernen Welt einen völlig anderen Weg. Besonders bemerkenswert ist heute, dass der Chaodaismus trotz technologischer und kultureller Umbrüche einen lebendigen spirituellen Raum erhalten hat. In einer Zeit, in der Menschen nach schnellen Antworten suchen, erinnert die Lehre an den Wert der Fragen. Sie lädt dazu ein, innezuhalten, nachzudenken und die eigene innere Stimme zu hören. Die Vereinfachung der Rituale, die Teilnahme unterschiedlicher Kulturen und die offene Struktur des Glaubens formen ihn zu einer Religion mit Zukunft. In den Cao-Dai-Tempeln der Gegenwart begegnen sich Menschen, die nicht eine einzige Kultur oder Geschichte vertreten. Sie sind Reisende unterschiedlicher Wege. Was sie verbindet, ist kein Gebot der Lehre, sondern ihr Bedürfnis, die eigene Wahrheit zu finden. Die Lehre gibt keine fertigen Antworten, sie öffnet einen Raum zum Denken,
Und dieser Raum ist heute wertvoller denn je. So wird der Chaodaismus zu mehr als einem Glauben der Vergangenheit. Er schafft einen Ort, der so lange bestehen wird, wie der Mensch sich selbst zuhört. Je mehr der Mensch sich wandelt, desto mehr wandelt sich auch die Bedeutung der Lehre. Denn sie ruht nicht auf festen Formen, sondern auf der inneren Reise des Menschen. Wohin diese Reise führt, weiß niemand. Doch die Lehre bleibt ein stilles Licht, das in dunklen Zeiten Orientierung schenkt. Inmitten des Lärms der Moderne hinterlässt der Chaodaismus so einen tiefen Klang. Er erinnert den Menschen nicht an die Komplexität der Außenwelt, sondern an die Ordnung im eigenen Inneren. Vielleicht beantwortet die Lehre nicht jede Frage, aber sie hilft, mit den eigenen Fragen im Frieden zu leben. Und vielleicht liegt genau darin ihre wahre Kraft, nicht die Wahrheit zu finden, sondern zu hören, welche Wahrheit im Inneren aufsteigt. Bis zum nächsten Video. Pass gut auf dich auf.